Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es um den Macan GTS in der wunderschönen roten Farbe, wie er auch kommuniziert wurde. Und ja, den teste ich jetzt. Also sei gespannt, ich bin den Turbo ja auch schon gefahren, deswegen kann ich dann schon ein bisschen was dazu berichten. Und was ich jetzt auch ganz cool erfahren habe, dass man den Porsche-Schlüssel jetzt in Zukunft auch zu Hause lassen kann, denn man kann mit ihm dieses Digital Key quasi auf dem iPhone, auf dem Handy einstellen und dann kann man das Fahrzeug ganz ohne Schlüssel fahren, solange man sein iPhone dabei hat, über NFC. Also quasi auch wenn der Akku angeblich leer ist, soll man ihn dann auch noch fahren können. Also nicht, dass jetzt einer Angst bekommt, oh Schreck, was mache ich, wenn der Akku leer ist? Also trotzdem drauf schauen, dass man Akku hat, aber es finde ich einen richtig coolen Schritt in die richtige Richtung. Und ja, jetzt steigen wir mal ein und dann zeigen wir ihn auch mal noch von außen. So, steigen wir mal ein. Ich muss hier natürlich noch alles einstellen, aber Elektroauto typisch fährt er ja gleich hoch, wenn man hier einsteigt. Da scheppert gleich noch was. So, cooles Ambiente auf jeden Fall, fällt mir auf den ersten Blick auf. Es ist sehr schön eingestellt. Lila und auch hier Tacho und das Display in Rot passend zur Außenfarbe. Sehr, sehr cool. Ja, bin ich gespannt, was sich so tut, beziehungsweise getan hat hier. Wir haben jetzt eine Reichweite, die er anzeigt, von 407 Kilometer mit 100%. Die Batterie hat auch 15 Grad, ist scheinbar ja, gerade vollgeladen worden. Und ja, das Fahrzeug hat jetzt an sich 2400 Kilometer. Auch schön hier mit dem Carbon. Das sieht man jetzt noch gar nicht so, weil es hier relativ dunkel ist. Aber auch in den Türen. Also das ist hier echt schön am Lenkrad. Auch hier unten mit dem GTS. Das rote Stitching überall. Das hat er hier auch an den Türtafeln, an den Sitzwangen. Also richtig tipptopp. Hier hinten hat er auch schön GTS unter der Kopfstütze stehen. Sehr schön. Panoramadach. Ja, wir suchen uns gleich die Ausstattung und zeigen dann noch mehr. So, fahren wir los. Und was der auch hat, er hat zwei verschiedene Electric Sport Sounds. Die finden wir auch gleich raus. So, cool. Genau, dann müssen wir mal nach den Modis hier gucken. Oh, das ist auch schön gemacht. Sogar in Wagenfarbe, wow. Das ist echt eine gute Frage, ob der dann immer die Wagenfarbe anzeigt. Sehr geil. Ein Spoiler können wir auch ausfahren. Gut, das werden wir hier nicht sehen, was er da macht. Ne? Wir hören. Ah doch, man sieht es ein bisschen, das was hochfährt hinten sogar. Ah ja. Das ist witzig. Mach nur mal. Ich muss jetzt fahren, das ist grün. Ah ja, muss ich nochmal drücken. Aber witzig auch von der Animation. Coole Sache. Schau mal. Und die Tempowarnung. Genau, wir haben hier auch diese Fahrerüberwachungskamera, die ist wahrscheinlich dann hier vorne drinnen, die einen hier überwacht. Können wir nachher mal gucken, ob die richtig guckt, wenn ich so tue, als würde ich nicht auf die Straße schauen. Jetzt brauche ich erstmal Sitz halt so. Ist kalt. Kurzer Gasstoß. 571 PS, ne? Sehr geil, ja. Kann sich sehen lassen. So, wir wollten hier erstmal einen anderen Fahrmodi. Nämlich nehmen wir mal Sport. Also man hört was. Kann ich hier gleich nochmal Gas geben? Moment. Ja. Okay. Und Sport Plus soll noch lauter sein. Es ist ja das Schöne, es ist ein Elektroauto. Wir müssen jetzt hier nicht gucken, wie viel Öltemperatur habe ich. Da kann ich schon Gas geben und wie auch immer. Genau, jetzt gehen wir mal auf Sport Plus. Ja, schon lauter. Boah. Oh! Ah, das lassen wir jetzt mal drauf. Nochmal. Warte, das ist rot. Wir geben gleich auf der Autobahn Gas. Sind wir gleich da. Okay. Krass. Ah ja, und er macht ihn auch runter, zeigt er hier gerade an, natürlich vom Fahrniveau. Oder ne, das ist schon ganz unten, beziehungsweise, ne? Ja. Böse. Niveau tief. Finde ich gut. Das Niveau ist am Boden. Nö. Nicht. Also man könnte Geil. ja fast meinen, dass es ja vielleicht wirklich einen Motor hier hat. Also so ganz minimal zumindest. Also ich will jetzt auch sagen, dass es sich komplett anders anhört als im Taycan. Ja. Also
Da mache ich es wirklich nicht so oft an. Weiß nicht, weil ich es einfach mag, dass es ruhig ist. Ich höre auch ganz selten Radio oder Musik. Aber ich finde den hier ja echt besser, muss ich sagen. Cool. Fährt sich auch schön in der Kurve natürlich. Krass. Ja. Schreib mir gern in die Kommentare, wie du zu einem Electric Sport Sound stehst und ja, wie der dir hier gefällt. Also wir können jetzt hier auch noch mal den anderen kurz einschalten, Sport. Ah ja, deutlich leiser gleich, aber auch immer noch da. Also ich finde es echt einen schönen, angenehmen Sound. Nochmal zum Vergleich. Ja, krass. Ja, also da hört man wirklich jedes Gas geben. Cool. Und natürlich auch mal ausschalten. Ja, schön ruhig, Ja. wenn man möchte. Wenn man telefoniert, Ja, kriegt keiner mit, dass man gerade mit 200 auf der Autobahn fährt. das stimmt. Bis das nächste Funkloch kommt. So, prima. Ja, dann fahren wir jetzt mal kurz. Ich mache mich hier vertraut und dann bis gleich. Geil. Sehr, sehr geil. Handling bei der Geschwindigkeit. Easy. Easy. Also das fällt ihm so leicht. Er gibt einem ein richtig sicheres Gefühl. Es macht Spaß. Wie soll man sagen? Mal schnelle Spurwechsel. Agil, tipptopp. Sehr direkt. Ja. Also wir sind jetzt auch auf Sport Plus quasi. Aber ja, die DNA eines Porsches ist vorhanden. Mega. Extrem sicher, oder? Bei der Geschwindigkeit. Also für einen SUV schon beeindruckend, oder? Ja, also finde ich echt richtig gut, was er einem als Feedback gibt. Also man sitzt ja auch wieder toll in den Sitz drin. Und ja, für ihn ist es einfach spielerisch. Also er muss sich da nicht abmühen irgendwie, weil er ja ein SUV ist und höher ist und mehr wiegt. Aber ja, er macht es ganz leicht. So, jetzt sind wir auf der Landstraße und haben ein paar Kurven vor uns. Dann können wir auch mal ein bisschen sportlicher hier fahren. Sehr cool. Also es ist einfach spielerisch für ihn, wie er da durch die Kurven tänzelt. Also wirklich gute Straßenlage. Man fühlt sich da echt sehr, sehr wohl. Komplett sicher und auch dadurch, dass es ein SUV ist, gibt er einem trotzdem nicht das Gefühl, dass es irgendwie ja, bockig ist, schwammig ist, unpräzise, sondern ganz im Gegenteil. Also es ist richtig on point. Können wir ein wenig Gas geben. Mega. Macht einfach Spaß und gute Laune. Kurze Unterbrechung. Du legst Wert auf einen sauberen und gepflegten Fahrzeuginnenraum und willst mit minimalen Aufwand das beste Ergebnis für dein Racetex oder Alcantara, Leder, Textil und Kunststoffe? Gerade das Lenkrad ist im täglichen Einsatz und setzt schnell Schmutz und Fett an. Besonders empfindliche Materialien wie Racetex oder Alcantara verlieren dadurch ihre schöne Optik und werden speckig. Doch mit dem Kult Lederreiniger und der hochwertigen Rosshaarbürste, die übrigens made in Germany ist, lässt sich das ganz einfach wieder in den Originalzustand versetzen. Der Kult Innenraumreiniger
entfernt Staub, Fingerabdrücke und selbst hartnäckige Flecken mühelos, ohne die Oberflächen anzugreifen. Und für den perfekten Abschluss sorgt die Kult Innenraumpflege, die Kunststoffe auffrischt und schützt, ganz ohne speckigen Glanz. Um das Leder langfristig geschmeidig und widerstandsfähig zu halten, empfiehlt sich die Kult Lederpflege. Mit dem speziellen Applikatorschwämmchen lässt sie sich gleichmäßig auftragen, sodass das Leder optimal genährt wird, ohne zu kleben oder nachzufetten. Mit Original-Finish. Was Kult so besonders macht, sie verwenden nicht nur die besten Rohstoffe und Komponenten, das gibt es in der Branche nur einmal. Außerdem verzichten sie komplett auf Farbstoffe und auf nervige künstliche Düfte. Es bleibt ein super hochwertiger und dezenter Duft zurück, den ich als maskulines Parfüm beschreiben würde und auch als Frau großartig passend für den Innenraum finde. Zudem bekommt man bei Kult auch eine 1:1 Beratung per Telefon und kann sich zahlreiche Anwendungsvideos auf YouTube ansehen. Wenn du also dein Fahrzeug auch auf diesem Niveau pflegen möchtest, dann bestelle jetzt auf kult-fahrzeugpflege.com. Mit meinem Code QUEEN erhältst du 10% auf deine erste Bestellung. Infos in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Also Wahnsinn, wie Elektromobilität heutzutage funktioniert. Der Vorgänger hier von diesem Macan GTS war ja noch der Verbrenner. Und ich muss wirklich sagen, dass dieses Fahrzeug, obwohl es Elektro ist und viele Leute Elektro ja per se einfach nicht mögen, dass dieses Fahrzeug in Sachen Fahragilität, Fahrdynamik, Fahrspaß, also wirklich auch Fahrspaß, sage ich wirklich bewusst, dem Verbrenner Macan in nichts nachsteht und ich bin auch der Meinung, sogar besser ist von dem ganzen Schwerpunkt, von der ganzen Dynamik her, weil einfach die Entwicklung auch weitergeht. Natürlich auch Interieur hier, Display, Tacho. So, hinter uns ist keiner. Machen wir hier mal auf 0 und geben Gas. Da muss man schon wieder vom Gas. So schnell hat man die 100 drauf. Crazy. Und ich finde es auch schön, wie der Tacho hier umswitcht. Also das ist echt, sieht man das? Das ist voll krass. Das ist ganz nochmal anders hier von den, wie soll man sagen, von der Schnelligkeit her, wie das jetzt bei meinem Taycan auch der Fall ist. Wir müssen aber mal schauen, wie der hier eingestellt ist, weil da ist, was ist da die Rekuperation? Der ist anders eingestellt als meiner, ne? Deswegen, genau. Weil jetzt geben wir Gas, es ist quasi blau und jetzt geben wir kein Gas. Und jetzt bleibt er auf 12 Uhr, weil wir das jetzt hier drüben ausgeschaltet haben und wir jetzt die ganze Fahrdynamik mitnehmen und einfach rollen lassen können und nicht sofort rekuperieren. Und jetzt sind wir auch in dem Fahrmodus, der auch am energiesparendsten ist, weil wir einfach rollen. Und es ist wirklich auch Wahnsinn, wie ein Elektroauto rollen kann. Also mein Taycan, da muss ich manchmal, es ist unfassbar, wie stark ich da dann nochmal bremsen muss, wenn ich einfach an der Ampel hinroll zum Beispiel. Also das ist unfassbar. Also wirklich, wer ein Elektroauto mal fahren kann, wer noch nicht die Möglichkeit gehabt hat, der soll bitte auch mal darauf achten, wie gut Elektroautos rollen können. Und jetzt wird es quasi nur grün, wenn ich wirklich aktiv bremse. Also ich bin auf der Bremse, nicht auf der Bremse, Bremse. Und Gas. Geht es jetzt bergab, also lassen wir mal rollen und schauen wir mal, wie schnell der schneller wird. Okay, also wir rollen jetzt. Ich bin auf gar nichts. Man sieht es auch, dass der Zeiger da auf 12 Uhr ist und da vorne kommt die Kurve, da muss ich jetzt natürlich schon kurz bremsen, jetzt haben wir schon über 90. So, können wir wieder rollen lassen. Ich mache immer noch nichts, man sieht's. 91, 92, krass, 93. Wir haben gleich die 100. Da vorne geht es dann ein bisschen bergauf. Dann können wir auch schauen, wie viel Schwung wir da quasi dann verlieren. 100, ja. Also wirklich, das ist so krass. Geschenkt? Ja. Das ist wirklich geschenkte Reichweite. Also man muss ein Elektroauto halt auch ein bisschen anders fahren als einen Verbrenner, wo man konstant Gas gibt, weil das sieht man so gut. Wenn wir zeitgleich mit dem Taycan und dem Carrera T zum Beispiel unterwegs sind oder auch mit dem GT3 RS, wo, wenn ich kein Gas gebe, einfach sofort langsamer werden durch die ganze Aerodynamik. Und ja, der Taycan, der rollt und rollt und rollt. Und hier ist es jetzt auch genau das Gleiche. Also ich habe jetzt 99, da vorne kommt schon wieder das 70er-Schild und ich roll einfach. Und ja, kann bremsen jetzt. Es ist einfach crazy. Also wirklich. Einfach fantastisch. Dann schauen wir uns das Auto auch gleich mal von außen an. Also es ist wirklich eine sehr schöne Farbkombination. Das Rot mit den schwarzen Akzenten überall. Also es sieht wirklich verdammt gut aus, bin ich der Meinung.
bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Jetzt schauen wir uns das gute Stück mal von außen an. Ich habe hier auch die Ausstattung, blenden wir ein, dann kann jeder Stopp machen und schauen, was er hat, wenn er irgendwas vergleichen möchte. Aber was mir jetzt auf den ersten Blick auch schon auffällt, weil ich habe mich hier im Vorfeld über das Fahrzeug auf der Porsche-Website informiert und da steht ganz groß und fett quasi, dass dieses Auto 571 PS hat. Und dann steht unten drunter klein in der Overboost-Leistung, weil hier steht jetzt nämlich beim Porsche Macan GTS, dass er 516 PS hat. Also die normale Leistung, die er sonst immer abrufen kann quasi. Als Außenfarbe haben wir das wunderschöne Karminrot. Würde ich sagen, gehen wir mal außen rum und schauen es uns an. Also ich finde es richtig schön optisch. Es wirkt auch jetzt bei dieser, wie soll man sagen, bei diesem diffusen Licht richtig schön knallig. Also ich finde es eine sehr gelungene Farbe. Vor allem, es beißt sich jetzt auch nicht mit den Rücklichtern. Das ist alles wirklich ein Match, würde ich sagen. Und ja, es sieht wirklich aus allen Perspektiven meiner Meinung nach gut aus und kommt richtig gut rüber mit den Schwarz-Hochglanz-Akzenten, die wir hier überall haben. Also wirklich hier unten im Diffusorbereich und sogar oben dann auf der Dachreling und in Kombination mit dem Panoramadach, das ja dann auch wieder schwarz-glanz wirkt, ist es wirklich sehr, sehr cool. Wenn wir uns den Diffusor anschauen, sieht man auch, dass der sehr schön ausgeprägt ist. Also der ist richtig sportlich gemacht, wirkt gleich nochmal scharfkantiger, aggressiver und steht ihm richtig gut. Zum Vergleich können wir ja auch mal den Macan Turbo einblenden, den wir schon mal gefahren sind. Dann hat man einfach mal einen Vergleich, was die unterschiedlichen Modelle so ausmacht. Gut, von der Ausstattung her ist er sehr, sehr gut ausgestattet, bin ich der Meinung. Wir haben 18 Wegesitze und auch im Innenraum haben wir das Karminrot GTS-Paket. Das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an, bevor wir losfahren. So, hereinspaziert. Da beschwert er sich schon, dass er keinen Schlüssel hat. Und dass das Standlicht quasi an ist. Genau. Und hier sieht man jetzt auch wirklich schön das Carbon. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ich hoffe, jetzt sieht man es richtig gut. Also ich finde es sehr, sehr schön. Hier auch nochmal die Lenkradblende. Also es ist einfach ein Traum. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Sitz. Also durch das GTS-Paket hat man viele Elemente quasi in dem schönen Racetex, wie jetzt das Lenkrad oder hier vorne noch am Armaturenbrett. Der Sitz selber, da hat jetzt diese Mittelbahn, je nachdem wie man es jetzt bezeichnet, hat er jetzt aber nicht aus dem klassischen Racetex, wie man es kennt, sondern jetzt weiß ich nicht genau, was es ehrlich gesagt ist. Es hat auf jeden Fall eine Art Y-Prägung und ich weiß nicht so genau. Je nachdem. Also auf jeden Fall ist es auch so, 18 Wegesitz ist nicht 18 Wegesitz. Also ich bin jetzt auch im Carrera T hergefahren, der eben den 18 Wegesitz hat. Hier muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, dass die Seitenwangen, dass man die nicht so eng einstellen kann und dass es auf jeden Fall nicht 1:1 der gleiche Sitz ist. Genau. Aber also wirklich das Carbon hier innen, auch die Displays, wie das hier alles geformt ist, es ist so cool. Was auch noch ein richtig cooler Hingucker ist, ist die Einstiegsblende, wo Macan GTS draufsteht, mit Carbon hinterlegt und ich glaube auch, dass die leuchtet. Dann das rote Porsche auf den Fußmatten. Also es ist richtig cool, wenn man hier das Fahrzeug aufmacht und reingeht. So, dann düsen wir mal weiter. Kurze Unterbrechung. Hast du auch keine Lust mehr auf abgeplatzte Farbe, verbogene Ecken, Steinschläge und Dellen auf deinem Kennzeichen? Dann habe ich was für dich. 3D-Kennzeichen sind flexibel, langlebig und unfassbar edel. Kein Verbiegen, kein Abplatzen, keine Dellen. Stattdessen hochwertige High-Performance-Kunststoff-Kennzeichen in Schwarz-Matt, Schwarz-Hochglanz, Carbon-Matt
und Carbon-Hochglanz. Natürlich auch in Rot und Grün für Händlerkennzeichen und steuerbefreite Fahrzeuge und auch ganz, ganz neu fürs Motorrad, sowie weitere verschiedene zweizeilige Größen. Seit 7 Jahren fahre ich bereits 3D-Kennzeichen und ich will nie wieder ein billiges Blechschild. Ich durfte sogar mein 3D-Kennzeichen am Unternehmenssitz in Passau selbst prägen. Dazu gibt es auch Videos auf meinem YouTube-Kanal. Und der Schilderwechsel, super easy. Bestelle mit meinem Code QUEEN auf 3dkennzeichen.de und spare 15%, außer auf Sparsets. Die für dich beste Kennzeichenerhalterung kannst du direkt mitbestellen. Dann mit einem Termin zur Zulassungsstelle und für unter 10 € umsiegeln lassen. Fertig. Also worauf wartest du? Link in der Beschreibung. Nun geht's weiter mit dem Video. Jetzt geht's auch schon wieder zurück ins Porsche-Zentrum. Mein Carrera T ist fertig mit seinem Service. Und ja, ich konnte mich noch ein bisschen mit dem Macan hier beschäftigen. Und ich muss wirklich sagen, was mir absolut richtig gut gefällt, sind Tacho und Display und natürlich auch das Augmented Reality Head-Up Display. Also gut, kriegt man jetzt da wahrscheinlich nicht so gut rüber, aber das ist auf jeden Fall richtig stark von der Aufmachung, gerade wenn man auch eine Navigation dann drinnen hat. Und auch hier mit der CarPlay-Integration richtig super gemacht. Der Nikolai macht jetzt quasi das Navi-Ziel rein und quasi die Ladesäule des Porsche-Zentrum, damit der Charging Planner aktiv ist, damit wir Vollgas laden können. Denn der Macan, der schafft 270 kW Spitze, was er laden kann. Der Taycan, der schafft ja 320 kW. Genau, und jetzt schauen wir uns das hier an, wenn die Ladesäule drinnen ist, was dann bei mir hier drüben hoffentlich erscheint. Man muss echt sagen, das ist super, wie soll man sagen, intuitiv. Ne? Also die Tastatur, die ist so schnell und zackig und schön wie am iPhone. Ne? Also schnell, das finde ich echt hammermäßig. Ne? Also jetzt wählen wir hier die Ladesäule aus und bumm, die Sache funktioniert. Und auch finde ich, die Auflösung von den ganzen Displays und generell auch ist einfach genial. Und ja. Genau, und hier kommt jetzt Batterie, wird zum Laden vorbereitet. Bei mir steht ja noch Charging Planner aktiv drin. Genau. Und das ist jetzt quasi auch wieder eine Sache, weil der Macan ja neuer ist quasi von seiner Baureihe her gesehen. Genau. Und kannst du hier auch noch mal ein bisschen durchklicken, Nikolai. Also es ist wirklich schön von der ganzen Menüführung. Also echt auch hübsch gemacht. Kann man nichts sagen. Ne? Ich gebe jetzt hier mal Gas, gell? Ist aufgehoben. Aha, okay. Ja. Also so 200 in dem Auto ist echt schön. Richtig entspannt. Also super Auto, wenn man wirklich einen SUV haben möchte und auch eine Anhängerkupplung braucht, dann ist der Macan das perfekte Auto. Also in Cayenne bin ich ja noch nicht gefahren, der kommt ja jetzt erst bald in die Porsche-Zentren, der neue Elektrik. Auf den bin ich auch sehr gespannt, kommt natürlich auch ein Video. Aber wenn man wirklich Anhängerkupplung mag und höher sitzen will und vielleicht das Auto auch nicht ganz so groß haben möchte, ist der Macan echt super, weil er schön kompakt ist. Also da tue ich mich auch leichter, sage ich jetzt mal, vom Rangieren und so allem, weil der Taycan ist, glaube ich, trotzdem noch mal ein bisschen größer, länger, keine Ahnung, vom Gefühl her auf jeden Fall. Und also deswegen, wenn man einen SUV möchte, ist man hier super aufgehoben. Und man hat die neueste Technik. Genau. Das ist echt alles richtig schön gemacht. Und auch in diesem Rot, ne, das sieht man hier auch, Ladeziel, alles Mögliche. Echt klasse. Ambientebeleuchtung haben wir leider auf Pink gestellt. Aber da gibt es auch alle möglichen Farben zum Auswählen. Ja, also einen großen Missstand haben wir schon festgestellt. Man kann es nicht getrennt einstellen für Fahrer und Beifahrer. Dann könnten wir ja Pink und Grün machen. Das wär's. Ah, jetzt machen wir es mal wieder so. So war's. Schon cool. Ja. Sieht schon gut aus. Ja, und auch die Außenfarbe, dieses Kaminrot ist wirklich schön. So ein Spiegel, ne, wenn man das so betrachtet. Sieht so freundlich und schön aus. Ist wirklich an so grauen Tagen wie jetzt heute so ein schöner Lichtblick. Also wirklich toll. Cool. Ja. Genau. Dann, wenn uns so nichts weiter jetzt begegnet, sehen wir uns gleich an der Ladesäule wieder. Jetzt stecken wir ihn zum Laden an. Er hat hier hinten seine Buchse, die geht auch irgendwie. Wie geht das wieder? Das ist hier manuell. Echt? Ja. War da nichts? Ha. Tatsächlich. Ich dachte, da war auch eine Streichgeste. Okay, wenn wir DC laden, müssen wir hier unten auch wieder aufklappen. Und dann brauchen wir das schwere Kabel. Und dann gehen wir darüber. Nö, es hat einen guten Radius. Es geht hier ganz leicht, genau. So, jetzt weil ich meinen Schlüsselanhänger vom Taycan nicht dabei habe, brauchen wir jetzt die My Porsche App. Jetzt schauen wir mal, wie schnell er lädt. Im Fahrzeug hat er uns gerade gesagt, dass er mit 108 kW laden könnte. Er hat schon umgeschalten, er lädt jetzt schon.
Und Ladeleistung lädt jetzt gerade schon mit 110 kW. Genau. Das ist ja cool, sehr gut. Tipptopp. Nicht schlecht. Ja, es leuchtet jetzt hier drüben auch grün und pulsiert. Da weiß man mal, dass das Elektroauto lädt. Weil sonst ist es ja weiß, wenn es noch nicht lädt. Oder rot, wenn eine Störung ist, was man zum Glück nicht so oft hat. Das hat aber auch richtig schön, ne? Oh, ja, das macht das so wie der Q6 von Audi. Der diesen Balken weiter vorne unter der Windschutzscheibe. Ah ja, genau. Er lädt jetzt, Ladeziel ist auf 100%. Er sagt, er braucht 1 Stunde 48. Dann geben wir den Macan jetzt zurück. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, ihn zu fahren. Den Macan Turbo bin ich auch schon gefahren. Da gibt es ein YouTube-Video. Schau gerne rein, wenn dich mehr interessiert. Ich kann soweit sagen, der GTS ist ein richtig schönes Modell. Der ist mega spritzig, der ist mega schnell. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, dass der Turbo so viel schneller war, weil es schon so lange her ist. Es ist ja alles subjektiv. Klar, von dem PS ist nochmal ein Unterschied und von der Gesichtsform vorne, von der Front natürlich, von der allgemeinen Aufmachung. Aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was ihm da besser gefällt. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, das Fahrzeug zu fahren. Kurz und knackig war jetzt dieses Video. Ich hoffe, dir gefällt's. Lass gerne ein Abo und ein Like da. Und wenn du Fragen hast, egal Elektromobilität allgemein oder zu dem Fahrzeug oder wie auch immer, schreib's mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich auf einen coolen Austausch. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.